Hallo und herzlich willkommen zu Sherlock Holmes, der Awakened. Im letzten Video haben wir den ersten Fall gelöst. Jetzt gehen wir zu Captain Stanwicks Herrenhaus. Is this lousy attitude of yours because of my altercation with Inspector Lockhart? Did he put you up to this? Sir, the inspector has nothing to do with it. I'm telling you the same thing I tell anyone seeking a missing person. Good day, gentlemen. Forgive the intrusion. Captain Stenwick, this is my colleague Sherlock Holmes, the consulting detective I told you about. At last, a professional. This useless officer refuses to do anything about Kimihia, my missing servant. What was your name again? I shall be certain to inform your superiors. Sergeant Ruffles. And it's my superiors who made this decision, sir. Weitere Vermisstenfälle? Warum ermitteln Sie nicht weitere Vermisstenfälle? Have there been other disappearances lately? Of course, here and there. But when life is tough and opportunity comes knocking, you can't blame those who answer. Warum ermitteln Sie nicht? Why has the police department decided not to help? We investigate murders, thefts, fraud, arson, real crimes. A servant walking away from his master is not our highest priority. That said, if we find Kimihia breaking the law, we'll be sure to notify Captain Stenwick. Now, I must be off. Best of luck in you, sir. You heard that, didn't you? The way that man spoke to me? I shall need your written testimony, then we can lodge a complaint. Captain, perhaps Mr. Holmes' time is better spent learning about your servant, so that he may begin his investigation. Ah, yes. Quite right. Fire away. Wie beschreiben Sie Kimihia? Tell me about Kimihia. He's foreign. A Maori. All the way from New Zealand. Biggest man you've ever seen, and as strong as two. Dark hair and fearsome tattoos. He doesn't speak a whit of English. Never bothered to learn. But I made do with pointing. I invested a lot of money in him, so he must be found. Wann ist Kim Hin verschwunden? When did you last see your servant? Kimmy here normally brings me the morning papers, but yesterday I had to get them myself. He must have escaped the night before yesterday. Wo ist Kim Hin untergebracht? May I see your servant's bedroom? His shack is in the garden. You can't miss it. Did you search the room? Of course, but only to check he wasn't lying dead inside. Everything seemed normal at a glance. Warum könnte er weggelaufen sein? Is there any reason Kimihia may have left? I should think not. He had all he could have wanted. Gainful employment, new clothes, and all the cabbage he could eat. Hat er etwas gestohlen? Ist er schon einmal verschwunden? I take it this is the first time Kimihia has vanished? Undoubtedly. The man seemed terrified of the city. I think it was all the noise. He never left this estate. Should he cause any damage, I will bear the responsibility, for it was I who rescued him from savagery and brought him here to England in the first place. Hat er etwas gestohlen? Did Kimihia make off with anything of value? Heavens, no. I would have mentioned it to Sergeant Ruffles. Still, he must have fled with some money on his person. No, no. I kept his wages in my safe. For security. All right, Captain. I think I have enough to get started. We shall first take a look around the mansion. Go ahead. I'll be here, mentally drafting my complaint. Er macht sich derweil Gedanken über seine Beschwerden. Was ist denn dieses 46 von 50? Das leuchtet da immer auf. Sein Schuppen steht im Garten, okay. Das hier ist wahrscheinlich auch nur ein Ausgang, ne? Excuse me, just one question. I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. Wohin führt Kimhis Spur? Der Strand, 28. September 1882. Ich habe das Gefühl, es regnet hier durch das Dach. Schau mal, es regnet hier durch das Dach.
Was ist das denn hier? Was haben wir denn hier? Gedrückt halten, aber kann ich nicht. Hier ist ein Fußabdruck. A shoe print, roughly size 11, with a worn-out sole. These are a workman's boots. Chewing tobacco. Kautabak, natürlich. Die Droge des 18. Jahrhunderts. Mit Tieren. Gegen verlassen. Das hier leuchtet, aber ich kann damit nichts machen. Knieabdruck. Hat sich jemand hingekniet? Looks like a Ah! knee print. Someone knelt here. The amount of chewing tobacco suggests they were waiting a while. Amazing, Mr. Holmes. To read the ground like an open book. Mit genügend Hinweisen kann Sherlock vergangene Geschehnisse rekonstruieren. Durch Drücken von R1 werden wirbelnde Symbole angezeigt, interagieren mit einem dieser Symbole, um zu beginnen, und rekonstruiere dann den Hergang. Okay. Was haben wir denn hier? Im Konzentrationsmodus nimmst du unauffällige Details wahr. Wenn du einen grünen Kreis siehst, kannst du mit R1 die Stelle genauer ansehen. Manche Stellen werden nur mit einem angehefteten Hinweis hervorgehoben. This lock is quite unusual. It appears that the key should be bent to the right. Was ist das denn hier? Ein Drache? Und was soll der Lumpen The hier? rag reeks of smoke. Someone plugged the chimney. Jemand hat damit das Ofenrohr verstopft. Ui. Warum machen die das? Was ist das? Impressive. The sack of grain retained the shape of an impact. Someone hit their head here. Jemand ist mit dem Kopf da reingemacht. Reingedrückt worden. Oder hat seinen Kopf da selbst reingedrückt. Was übersehe ich jetzt hier? Hier fehlt ein Hinweis. Mir fehlt hier ein Hinweis. Okay. A scrap of Hessian. Ein Stück Sackleine. Mhm. These were sturdy boxes. It would have required a serious blow to break them. Könnte ein Kampf stattgefunden haben hier. Ich frage mich, was da noch ist. Clothes made of Hessian. Is Stenwick really so miserly?
A Maori nose flute. Gurus, they're called. Nasenflöte? Clothes made of Hessian. Is Stenwick really so miserly? Button jobs. The remains of a meal. The ashes are long since cold. Ein Tennisball? A heavy chemical odor. Lend me your nose, Doctor. Ah, I'll never forget that smell after my time in Afghanistan. That's an opioid, Mr. Holmes, a narcotic. Eine narkotische Substanz. Is this a Tanifar, a Maori water spirit? Or something else? Either way, it's giving me chills. No air coming through it. Ja, jetzt fehlt das hier, ne? Hier fehlt ein Hinweis. Ich komme nicht drauf klar. Wo ist es denn? Das Gesicht, ja, okay. Aber was sonst? Impressive. The sack of grain retained the shape of an impact. Someone hit their head here. Warte mal. Vielleicht muss ich irgendwas anvisieren. Dann sieht man erst die Hinweise, ne? Hinweise in Captain Stevens Garten. Schloss mit ungewöhnlichen Schlüsseln. Schlüssel fehlt. Ungewöhnliche Form. Nach links gebogen. Hier wird nichts angezeigt. Das ist echt gemein. Außer diesem Sack. Sonst kommen da wenigstens so gelbe Pünktchen oder sowas, damit man das besser sehen kann. Jetzt sehe ich hier gar nichts. Das Fernglas. Endlich, endlich, ich hab's A gefunden. small navy spyglass. Ein Fernrohr. Super. Okay, jetzt schauen wir uns weiter um.
Okay, hier scheint sonst nichts zu sein. Beweise präsentieren. Fernrohr. Is this spyglass familiar? I don't recognize it. Could it be Kimihia's, perhaps? I doubt it. I never saw him with it, nor could I suggest how he might have come by it. Captain Stanwyck kommt das Fernrohr nicht bekannt vor. Und er hat auch seinen Bediensteten nie damit gesehen. Es scheint jemand anderes zu gehören, also war hier noch jemand anders. Im Eingang des Bereichs des Schuppens liegt ein zerbrochener Holzkiste. Where on earth are you going with this? The door to your garden has an interesting lock. Yes, I have uncommon locks on every door of my mansion. It makes them harder to pick. Kimihia and I both had a set of keys. I'll need to borrow them. No, you'll need to do what I tell you to do. Examine the garden. Hahaha. Laut Captain Stanwyck haben nur er und Kimihia einen Schlüssel für dieses einzigartige Schloss. Kleidung aus Sacklein. I came across a pile of Hessian clothes in the shack. Are they Kimihia's? Yes, I had to give him something to clothe himself. He seemed unfazed by his bare skin, but I found it distracting. Captain Stanwyck bestätigt, dass Kimchen stets Kleidung aus Sackleinen trägt. Konnte er ihm keine bessere Kleidung geben, oder was? Stoff im Ofenrohr. Are you joking? Why would I know this? In Captain Stanwicks Garten stießen wir auf einige interessante Hinweise. Hinter der Statue hielt jemand eine Weile versteckt. I thought you were meant to be intelligent. Überreste von Kautabak. Has Kimihia ever indulged in tobacco? No, the man doesn't even drink. Are you certain? I found chewing tobacco in the garden. I controlled Kimihia's expenses since he struggled with the currency. I would have known if he used tobacco. Spuren in Captain Stewarts Do Garten. you happen to know Kimihia's shoe size? I wouldn't have the foggiest, but I'm sure it was enormous. Not that it matters. He spent his life barefoot. Despite my best efforts, he simply did not take to shoes. Das hört sich nach einem Wilden an. Sackleinen, barfuß. Stenwick makes his servant live in a tool shed. You think you know someone. Okay. Also Captain Stanwyck bestätigt, dass Kimchi stets Kleidung aus Sackleinen trägt. Mit dem Schlüssel haben wir auch in Erfahrung gebracht. Captain Stanwyck kommt das Fernrohr nicht bekannt vor. Ein Eingangsbericht des Schuppens liegt zerbrochene Holzkisten. Zudem fanden wir dort ein Stück Sackleinen. In Captain Stanwicks Garten stießen wir auf einige interessante Hinweise. Hinter der Statue hielt jemand für eine Weile versteckt und kaute dabei Kautabak. Die Person trug Stiefel der Größe 11. Okay, jetzt ist die Frage, wohin führt Kimichans Spur? Fernrohr, Überreste von Kautabak. Stoff im Ofenrohr. Kleidung aus Sacklein. Fernrohr. Passt das zusammen? Nein, es passt nicht zusammen. Kleidung aus Sacklein. Kimmiches Schuppen. Passt auch nicht. Fußspuren in Captain Stanwicks Garten. Ja, das könnte passen. London. Captain Stanwicks Aussage. Den Hinweis kann ich nicht mehr entfernen. Und er ist grün.
Okay, Captain Stanwicks Aussage. Captain Stanwicks Garten stießen wir auf einige interessante Hinweise. Jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt? Kann man hier ins Haus? Why are you still here? Warum sind sie noch hier? Wo soll ich denn sonst sein? Warte mal, hier. Könnte hier jemand rübergeklettert sein? Und hier könnte jemand mit dem Fernglas sein. Der Fremde. Ach, hier sind auch noch Spuren. Parallel verlaufende Spuren, Räder. What could have left these tracks? They seem fresh. Mit welchem Gefährt stammen diese Spuren? Von dem Wagen hier vielleicht? Eine Spur fehlt uns noch. Und die finden wir, glaube ich, hinter dieser Tür. Heißt, wir laufen jetzt einmal schön im Kreis herum. Könnte sein, dass Kimihia da jemanden ausgenockt hat und ihn dann beiseite schaffen wollte. Natürlich kann man da nicht hin, oder was? Is this familiar to you? I wish I could help, but I know nothing. Keine Ahnung, was für eine Sprache ihr sprecht. May I ask for your assistance? I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. Do you think Kimihia had an accomplice in his escape? Yes. Help me, please. No, I don't know anything about that. Yeah.
Man kann hier nicht dahinter laufen. Das gibt's doch nicht. Okay, also. Spuren in Captain Stewarts Garten. Im Garten befinden sich frische, parallel verlaufende Spuren. Welche Gefährt könnte sie hinterlassen haben? Frage ich mich auch. If you find my man, I have a marvelous whiskey with your name on it. Vermodert, kaputt. Länger nicht benutzt. Ein kaputter alter Wagen steht im Garten, der jedoch nicht vor kurzem benutzt worden sein kann. Okay. Hilft mir das weiter? Nein. Ja, nein. Irgendwie nicht. Parallel verlaufende Spuren, oft benutzt. Hier wächst kein Gras. Holzscheite. Dorthin geworfen. Someone moved a cart to this spot and then took it elsewhere. Can't see it anywhere in the garden. Okay. Captain Stewarts Aussage. Das könnte dann eher passen. Bestätigen. Eins ist falsch. Okay, welches ist falsch? Das in der Mitte ist falsch. Das hier ist falsch, okay. Immer noch falsch. Surveilling from afar, the intruder waited for a window of opportunity. When Kimihia went to sleep, the man crept up to the shack and slipped narcotics down the chimney pipe, then blocked it with a cloth. Kimihia inhaled the sedative and fell into a deep sleep. The intruder tried to move him, but the man was heavier than expected. The intruder fell on the sack and dropped his spyglass. In order to transport the servant, he had to use the cart. The final challenge was opening the garden door. Luckily for our intruder,
Kimihia had the key in his shack. Super. Bemerkenswert, Holmes. Das ergibt alles Sinn. Welche besondere Merkmale weist der Entführer auf? Überreste von Kautabak. Fußspuren in Captain Stewarts Garten. Fernrohr. Kleidung aus Sackleinen. Okay. The Stand. Captain Stewarts Aussage. Das kann ich nicht mal machen. Ich kann hier nichts mehr auswählen. Ist das ein Fehler? You'd best have found something by now, gentlemen. Kimihia wurde betäubt. Jemand hat Kimihia beobachtet. I fear that someone may have spied upon Kimihia. Likely the owner of the spyglass I found earlier. It appears they were watching for some time, as there was an impressive amount of chewing tobacco on the ground. And your point? Kimihia wurde betäubt. I found the residue of narcotics in Kimihia's brazier. There are several explanations, perhaps your servant's recreational interest, or an attempt at poisoning. Cut to the chase, Mr. Holmes. Im Garten sind Karrenspuren. You said that you checked the shack earlier. Did you notice the cart tracks near it? Now, one ought to expect a servant to make regular use of such a thing. Indeed, I would have overlooked the detail were it not for the cart's absence. If, as you say, Kimihia never leaves your estate, then where did it go? I expect answers from you, Mr. Holmes, not questions. Ich komme schon zum Punkt. I won't keep you in suspense any longer, Captain. Kimihia was abducted by the owner of the spyglass. When your servant fell asleep, he slipped a narcotic into Kimihia's brazier to make him sleep even more soundly. In order to carry a man as large as Kimihia, the intruder stole the cart and rolled him right out of your garden. Now, hold on. All this simply to tell me what I already know? Why haven't you found him yet? I only arrived a moment ago. It is, frankly, incredible that I have already deduced so much. Every second you dawdle here, waiting for me to stroke your ego, is another second wasted. I'm not interested in the how, the why, or the who. I am only interested in recovering my investment. Spare me the claptrap, boy, and go and fetch my servant. Der Ton macht die Musik. Kümmern Sie sich selbst darum. Der Ton macht die Musik. Truly, there is no better evidence of a man's nature than the way he treats those who help him. And you, sir, are a brute. The cruelty of your ignorance about the Maori people, your selfish attitude to a man's kidnapping. The point is, Captain, we're telling you this for a reason. The intruder fled through the garden door, and we need a key to follow his trail. Well, then you should have led with that. Here you go. I hope you'll return soon with good news. And in the meantime, please teach your companion the art of brevity. Das ist ja eine Granate, du. Also der Typ ist echt der Hammer. Jetzt kommen wir hier hin, super. Die Spuren.
Die Spuren führen hier lang. Da ist der Karren. Sturdy rope, professionally tied in a Portuguese bowline. This knot is often used by sailors to create a bosun's chair. Oh, was ist das? Eine Geldbörse? A strange substance. I have my suspicions based on the color and consistency, but would you care to hazard a guess, Doctor? Well, it's odorless, but from the way it absorbs water, I'd say saltpeter. Then we're in agreement. Well done. Wheels picked up grass along the way. Kimihia's cart, I gather. Sehr gut. Ermittlungsort abgeschlossen. Liebe Zigarettenstummel hier. Welche besonderen Merkmale weist der Entführer auf? Geldbörse mit Salpeterflecken. Captain Stambys Aussage. So blau muss ich. Seemannsknoten. Kimihia wurde von einem Seemann entführt. Der Entführer ist ein Seemann. Ein spezieller Knoten, ein Marinefernrohr und Stiefelabdrücke, die auf einen Mann aus der Arbeiterklasse hindeuten. Das alles lässt nur einen Schluss zu. Kimihias Entführer ist ein Seemann. Wohin führt Kimihias Spur? Ja, das frage ich mich auch. Visitenkarte. Spuren des Entführers. Scheinbar nicht. Hinweis in Captain Stanleys Garten. Fußspuren in Captain Stanleys Garten. Geldbörse mit Salpeterflecken. Auch nicht. Also wenn es grün leuchtet, ist richtig. Spuren. Der Entführer ist ein Seemann. Alle Hinweise deuten auf den Kimihians Spur führt zum Londoner Hafen. Super. Wir wissen nun, dass Kimihian Entführer wahrscheinlich Seemann ist, dass sich auf seiner Geldbörse Rückstände von Salpeter befinden und dass es am Londoner Hafen vor kurzem einen Unfall mit Salpeter gab. Alles deutet darauf hin, dass wir unsere Suche nach Kimihian in Londoner Hafen fortsetzen müssen. Wir dürfen keine Zeit verlieren und müssen so schnell wie möglich eine Droschke finden, die uns zum Londoner Hafen bringt. Sehr gut. The Strand proved not so useless after all. The saltpeter accident. Doctor, do you recall? The Port of London, of course. The footwear, the spyglass. Indeed. We shall need to take a cab there. A large pile of horse droppings. Many cigarette butts. Someone stood here for hours. There was a cab waiting here. Our abductor slipped in and then off into the night. Jetzt ist der Weg hier frei, jetzt kann man hier durchlaufen. Ja, toll. Davor war hier versperrt, ne? Hier eine Droschke. Diesen Ort verlassen. Jawohl. The Port of London, please. I will show you where to stop. Ab zum Londoner Hafen. Auf geht's! Trophäe halten. Hinein ins Verderben. Kapitel 2. Die blutrote Nacht. Der Blood Red Night. Port of London. Londoner Hafen.
Hat dir mein Video gefallen, dann würde ich mich über ein Like freuen. Abonniere meinen Kanal, um nichts zu verpassen. Und dann sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Mr. Holmes, what a compelling mystery we have stumbled upon. Perhaps I have the premise of my next novel. One kidnapping does not a story make. Stop! A black cat crossed before us. It's a bad omen. I did not take you for the superstitious type, Doctor. Such things are mere fantasies, tricks of a feeble mind. One imagines a physician would keep a surer footing in reality. Perhaps, before the war, my time abroad was difficult. Once, I came across an Afghan, bleeding, who I could not save. He pressed a rosary into my hand. A gift, he said, so as to gain God's favor. After that... Dr. Watson? Yes, well, I shan't get into details, but sometime later I found myself lost in the desert. Dehydration set in, and things grew ever more dire. The man's words came to me. I said a prayer and placed the rosary on a rock. A gift to gain God's favor. And you were rescued? Yes. A detachment of British soldiers found me. To whom I'm grateful. Without their diligence, you would not be standing here and I would not have this case. I'm sure you have another explanation prepared, Mr. Holmes, but I think I shall cling to the occasional superstition all the same. To each his own, Dr. Watson. So long as it does not interfere with my methods, do it. We must press on, cat or no cat. The question remains, why abduct Kimihia? Pop the Cursed Mermaid. Sherlock kann Personen in der Nähe zu Hinweisen sagen. Wir fanden die Visitenkarte am Ort von Kimihias Entführung. So, und dann sehen wir uns im nächsten Fall den Hafen von London an. Ciao, tschüss, euer Nightkid.